Hey Leute, was rollt? Hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Nun Leute, ich habe mich in den letzten 10 Tagen ein bisschen von meiner schwierigen Prüfung erholt. Die es wissen, ich studiere ja Informatik und ich hatte eine sehr schwere Prüfung in Datenstrukturen und Algorithmen bestanden und davor halt die Prüfung Ewigkeiten geschoben und mir ist da jetzt auch ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Ihr könnt euch gerne mein Video hier dazu mal anschauen. Und ja, ich habe seit 10 Tagen endlich ein Leben, Leute. Ich habe Leben genossen, war auf ein paar Festivals, auf ein paar Festen. Es ist Sommer und es ist einfach alles geil, weil ich nicht mehr die Uni so im Hinterkopf haben muss, so nach dem Motto, Digga, du musst lernen. Und ja, ich war auf der Teefabrik in Wiesbaden, das ist ein Hip-Hop-Festival im Schlachthof Wiesbaden. Ich war auf dem Wilhelmstraßenfest dieses Wochenende und auch bei Meeting of Styles. Das ist ein Fest, bei dem sich ganz viele Street Art Artists und Graffiti-Künstler treffen, um da echt krasse Kunstwerke zu erschaffen. Ich war überall da gewesen, hab das Wetter genossen, obwohl das Wetter jetzt auch echt heiß war am Wochenende. Und ja, jetzt heute kam ich endlich mal dazu, meine ganzen Livestreams von den letzten Wochen mal zu schneiden. Juni ist ja so ein Monat, da stellen die ganzen Videospielhersteller ihre neuesten Videospiele vor. Und da gibt's auch oft einige Showcases, wo so ein Trailer nach dem anderen gezeigt wird. Oder auch, ja, Entwicklerinterviews und so oder viel mehr auch gezeigt wird. Und ich habe bereits vor ein paar Wochen auf das State of Play reagiert von Sony. Und am gleichen Tag, wie die Prüfung auch war, habe ich auch nochmal abends sehr müde mitten in der Nacht auf das State of Play reagiert im Livestream. Sogar an 2 Tagen, weil irgendwann war es 2 Uhr morgens und das Ganze war noch nicht zu Ende. Da habe ich gedacht, nee, der Kons-T muss auch ins Bett. Und ja, Rollstuhlfahrer gehen auch ins Bett schlafen. Dann habe ich einfach am nächsten Tag weitergemacht und zu Ende geschaut mit euch gemeinsam. Und ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Tage gebraucht, bis ich das ganze Material geschnitten habe. Da kommt noch einiges an Content auf euch zu. Ich habe ja auf das State of Play reagiert, ist bereits verfügbar. Ich habe auf das Summer Games Fest reagiert, auf den Xbox Showcase ebenfalls und auf die Future Games Show. Also, ja Leute, ich habe alles bereits gestreamt und ich bin gerade dabei, das Ganze alles so für Video zum Abrufen für euch zu schneiden. Die ganzen Highlights, einzelne Spiele und ich habe sowas Ähnliches bereits vor ein paar Tagen gemacht, als ich ein Video veröffentlicht habe über die Ankündigung vom Silent Hill 1 Remake. Und ja Leute, ihr könnt euch diese Woche auf jeden Fall auf jede Menge Kons-T-Content freuen. Unter anderem auch in Spielfilmlänge. Und ja, ich werde nach und nach die ganzen Highlights von den Showcases hochladen. Vielleicht auch einzelne Clips, hatte ich ja bereits im vorigen Video auch angekündigt. Und das Ganze läuft darauf hinaus, dass ich später vielleicht so eine Playlist erstelle
von den letzten Wochen, was alles Neues gab in der Videospielewelt. Und ja, da kommen sowohl die ganzen Reactions als auch vielleicht noch ein paar Reels und Shorts und alles, was es noch so gibt. Und ja, Leute, heute mache ich das folgendermaßen. Ich habe auf das Summer Games Fest ja in 2 Einläufen reagiert und genauso machen wir es heute auch. Und in die Woche, ich mache dieses Video, um euch den ersten Part vorzustellen, und am Mittwochabend um 20:15 Uhr kommen dann Part 2. Da ist noch so ein Anhang mit Days of the Devs noch mit, und ja, eventuell mache ich noch einfach eine ganz große Folge, wo ich einfach eine Art XXL Video mache, wo ich einfach die gesamte Reaction als ein Video reinpacke, und danach, nach und nach, kommen auch die Videos vom Xbox Showcase und auch von der Future Game Show. Deswegen abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und ja, Leute, diese ganzen Videos mit den ganzen Videospielen, mit den ganzen Reactions, die sind sozusagen schon safe. Da bin ich auch schon dabei, die zu schneiden, beziehungsweise bin auch damit fertig. Und die Woche ist jetzt ja gerade erst Montag. Die Woche hat sie erst angefangen. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, ob noch was Gutes passiert und ob noch irgendein Bedarf entsteht, noch ein Video zu machen. Deswegen könnt ihr diese Woche echt gespannt sein, was alles diese Woche auf meinem Kanal online kommt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Tut mir leid, dass gestern am Sonntag um 20:15 Uhr kein Video mehr online kam. Das ist jetzt quasi das Video, das ich für gestern vorgesehen habe. Und ja, wie gesagt, ich kam gut voran. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mitschnitt, mit den Livestream-Highlights von dem ersten Part vom Summer Games Fest. Ich mache jetzt einen Cut und der Kons-T aus der Vergangenheit von vor 10 Tagen, der am selben Tag noch die schwierige Prüfung hatte, übernimmt. Und ja, viel Spaß euch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir auf TikTok und Instagram. Und an dieser Stelle auch nochmal kurz vielen Dank an die ganzen Leute, die mir auf der Teefabrik, auf dem Meeting of Styles und überhaupt mir so schöne Props gaben und Komplimente, was ich alles tue und mache und schaffe. Habe mich sehr gefreut, auch dass einige neue Leute auch meinen Kanal abonniert haben. Wir sind gerade bei 1850 Abonnenten und ich glaube, wir schaffen noch diesen Sommer die 2000 voll. Und das wird richtig geil werden. Ja, Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit der Reaction. Ich habe es euch ja noch vor einer Woche versprochen, das zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, ich übergebe an den Kons-T aus der Vergangenheit. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der Reaction. Und wie gesagt, bleibt am besten echt bis zum Schluss, weil ich gerade versuche, an die 4000 Stunden Watchtime zu kommen, um YouTube-Partner zu werden. Und ja, die ganzen Livestreams zu schneiden war auch ziemlich aufwendig, sich das Ganze nochmal anzugucken und die ganzen Outtakes rauszuschneiden, oder wenn ich mich irgendwo mal verhaspelt habe. Teilt gerne dieses Video und ja, seid auch gespannt auf Teil 2 am Mittwoch, und bis dahin, danke, dass ihr schon mal das ganze Video zu Ende schauen werdet.
danke schon mal fürs zu Ende schauen, denn wenn wir die 4000 Stunden Watchtime kriegen, dann werde ich auch YouTube-Partner und kann künftig Werbung schalten. Dann wird quasi von YouTube mein ganzer Aufwand, den ich jetzt hier betreibe, endlich so ein bisschen entlohnt und ich kann endlich anfangen, so meine ersten Centbeträge bei YouTube zu verdienen. Ansonsten könnt ihr euch gerne hier oben im Chat irgendwo habe ich auch einen Link gepostet, wo man mir auch donaten kann, wenn ihr wollt. Und ja Leute, viel Spaß mit dem ersten Part vom Summer Games Fest. Und jetzt vorwärts in die Vergangenheit von letzter Woche. Let's go! Scrap! Hey Leute, was euch, hier ist Kons-T. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht allen gut. Nun Leute, ich habe vor ein paar Tagen auf das State of Play von Sony reagiert in einem Livestream. Heute habe ich wieder meine Kopfhörer auf. Und wir reagieren heute auf das Summer Games Fest. Und ja Leute, eins vorweg. Ich bin aktuell ziemlich fertig mit den Nerven, weil ich habe heute eine Prüfung gehabt an der Uni. Eine der schwersten in dem Studium von Informatik. Da habe ich wirklich Monate für gelernt jetzt die ganze Zeit. Und ja, was soll ich sagen? Ich hab's bestanden, Leute. Yeah! Ich kann dir gerne gratulieren. Mir fehlt heute echt ein Stein vom Herzen, weil ich habe wirklich diese Prüfung Ewigkeiten geschoben und ja, war mir echt unsicher, ob ich sie überhaupt schaffen würde. Aber ja, habe ich jetzt heute auch geschafft. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt endlich diesen Brocken weg habe. Und ja, ich habe heute zu Hause die schöne Nachricht überbracht. Habe ein bisschen mit der Familie gefeiert, war im Kino. Und ja, habe mich ein bisschen entspannt, weil ich habe echt die letzten Tage sehr wenig geschlafen. Und heute wollte ich mit euch Livestream machen, und zwar wollte ich heute auf das Summer Games Fest reagieren. Da werden die neuesten Spiele vorgestellt. Und nicht nur jetzt von PlayStation, überhaupt alle. Also quasi Konsolenplattform übergreifend PC, Switch 1, Switch 2, die gestern rausgekommen ist. Und jetzt geht's los, Leute. Ich weiß, wir haben gerade 0 Uhr 19. Das Ganze hat wohl angefangen ab 23 Uhr, aber ja, ich konnte nichts machen, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht. Und war auch echt, oder bin noch echt kaputt von der ganzen letzten Wochen wegen der Prüfungsvorbereitung. Aber jetzt, da die Prüfung rum ist, habe ich so viel Zeit für YouTube und meine ganzen Kons-T-Projekte. Ihr könnt euch echt drauf freuen. Und das hier ist jetzt das erste Projekt, Leute. Und ja, auch wenn ich jetzt eine Stunde zu spät live darauf reagiere, nehme ich euch mit. Und ja, wir haben jetzt eine ziemlich lange Nacht vor uns. Deswegen ladet gerne Leute rein, teilt das Video und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir auch auf Instagram und TikTok. Ja, ich würde sagen, Leute, ich suche jetzt mal das Summer Games Fest raus auf YouTube und wir reagieren direkt drauf. Gib mir einen ganz kurzen Moment. Ich bin gerade dabei.
Übrigens, wer sich bei der letzten Reaction auf das State of Play gewundert hat, warum das Ganze so leise war, meine Kopfhörer haben auch ein internes Mikrofon installiert, quasi eingebaut. Und als ich die verbunden habe, hat das Mikrofon sich so eingeschaltet und das andere Mikrofon ausgeschaltet. Eigentlich ist es gerade richtig, dass ich jetzt mit dem ins Mikrofon von der Kamera rede. Und in dem Video von State of Play, da hatte ich eine bisschen schlechte Tonqualität, weil ich unbewusst das Mikrofon von den Kopfhörern gesprochen habe. Jetzt müssen wir eigentlich alles passen. Ich kann sehr gerne in den Chat schreiben, ob es gleich auch alles passt. Und ja, deswegen. Ich suche gerade mal das Summer Games Fest raus, Leute, und dann gehen wir drauf. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. Ich hatte jetzt mal die Facecam an sich, also die Reaction an sich. Also jetzt hier. Ich suche gerade mal das Richtige. Da bin ich. Hallo! Abonniert gerne. Ich glaube, das könnte gerne hinhauen, ja. Okay. Neues von 1 und 1. Telefonieren und surfen Sie zukünftig ohne Grenzen mit 1 und 1 Unlimited. Unlimitiertes Datenvolumen. Unlimitiert telefonieren. Unglaublich günstig. 1 und 1. Immer wieder besser. Pizza mit Tomatensauce? Ordinaire. Wir brauchen etwas Raffinierteres. Mich. Pizza Flammkuchen, neu von Gustavo Gust. Ist der Ton laut genug für euch? Könnt ihr was sagen mit in den Chat bitte? Das ist ja jetzt schon mal ein bisschen fortgeschritten. Ich spule halt an den Anfang und dann geht's ja auch hier los. So. Alles klar. Hier geht's ja richtig ab hier mit dem Shit hier. Ja? Ist echt krass. Weil alleine auf diese Übertragung auf YouTube, auf den Kanal hier, guckten gerade 800.000 Zuschauer. Das ist doch der Wahnsinn, ey. Deswegen. Ja, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir legen hier los. Ich will mal ein bisschen leise machen für euch. Und dafür bei mir ein bisschen lauter. Moment. Ja, passt. Bin richtig gehypt. Ich hoffe richtig einen schönen Tag jetzt, weil ja. Prüfung geschafft und jetzt noch erste Belohnung und das ist einfach alles richtig geil. Ich suche gerade mal in den Beginn von dem Video. Jetzt hier. Genau. Jetzt alles klar. Ich bin jetzt ready. Und ja, Leute. So, der Countdown läuft, noch eine Minute bis zum Start, Leute. Und wir legen los. Folgt Kons-T auf Instagram und YouTube und überall. Und ja, ich bin richtig gespannt, wie es wird. Und ich hoffe auch, dass dieses Mal die Tonqualität ein bisschen besser ist. Und ihr sowohl das Video als auch mich hören könnt. Spätestens wenn ich ausraste, wenn ich irgendein Highlight von mir sehe. Und ja, deswegen. Ja, und sorry, dass das Ganze jetzt auch ein bisschen später ist als geplant und danke euch auch vor allen Dingen, dass ihr noch so lange wach bleibt. Und ja, deswegen, noch in 10 Sekunden geht's los.
bin richtig gespannt, ob es jetzt irgendeine Pre-Show gibt oder etwas in der Art, keine Ahnung, ich will sehen. Alright. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Genau, der Jeff Keighley kommt raus, der hat das Ganze ja auch entworfenes Konzept und er macht auch auf der Gamescom die Präsentation im August. Die Opening Night Live und auch die Game Awards. Hello everybody and welcome to Summer Game Fest, a showcase to celebrate what's new and next in video games. Now every year we have the distinct honor of coming together to spotlight the boundless creativity that defines our industry. Thank you all for joining us and giving us your time. And special thanks to Dante. I was reading my feed this morning and saw that he canceled a date and he hopes I don't disappoint him. Dante, we're going to do our best to make it worth your while. We have a really fun show ahead. Over the next 2 hours, we're going to give you a whirlwind tour of dozens of games from studios big and small. From Lego bricks to puppets, zombies to Marvel heroes, this show has a little bit of everything, including, yes, some brand new game announcements. Okay, das Ganze dauert 2 Stunden, also jetzt bis halb 3. Now, before we dive into the excitement, let's take a moment to recognize just how dynamic our industry has become. Here's a look at the top 10 selling new games on Steam so far in 2025 by units, according to Game Discover. Lots of great games. Now, the list includes beloved franchises, but sitting proudly at number 1 with over 13 million units sold since February is Repo, a groundbreaking indie game crafted by a passionate team of just 10 people at Semiwork in Uppsala, Sweden. And closely trailing it is Schedule 1 from TVGS, a solo developer in Australia. It's inspiring that these indie creations stand side by side with heavyweights like Monster Hunter Wilds and the Oblivion remake. Absolutely. Now, let's also applaud Claire Obscure from Sandfall. Okay. They might get some nominations at the end of the year, we're not there yet, but it is a monumental achievement, earning the highest user Metacritic score ever recorded for a game, all from a team of under 30 developers who bravely stepped away from big publishers to forge their own path. One thing is clear. With digital distribution and engines like Unreal, today's most innovative projects increasingly emerge from outside the traditional publishing system. And that's something to celebrate. But with more than 18,000 games released on Steam just last year, more than double from 2020, the challenge now is discovery. And that's precisely why events like Summer Game Fest, our partner showcases happening all weekend long, and initiatives like the Steam Next Fest are so essential. These events help remarkable games, big and small, find their audiences. And hopefully, if you're watching this show, you'll discover your next favorite game. So, in that spirit, let's kick things off with a game from an independent studio who is thinking very big. In 2017, 4 developers broke away from AAA publishers to chart their own course. Today, they're a thriving independent studio of 30 creators. And what you're about to see is a powerful testament to what passion, freedom, and a small, dedicated team achieve. Let's take a look at our first new game announcement. Okay, jetzt kommt der erste Trailer. You might be. Ich würde mal den Ton ausschalten, falls das jetzt gleich irgendeine Copyright-Sache da kommt. Nicht böse gemeint. Sieht aus wie so eine Art Souls-like.
Dortmund und vorne ist es nicht. Was gab's noch? Motorshell? Ich muss fliegen, glaube ich. Ja. Nee, das nicht. Okay, also eine Art Toastlife mit Schusswaffen. Der Gegner mit dem großen Kopf hat gerade geführt. Ja, okay. Grafik ist schon mal nicht schlecht. Ich mach gleich lauter, wenn die Musik ausgeht, weil ich hab keinen Bock auf Copyright. Ja, der wie jetzt ist, ich höre kaum was, deswegen ja. Ich muss ein bisschen lauter machen für mich, einfach Leute, deswegen nicht böse gemeint. Kann ich auch so bei mir machen. We got lots more to come, but right now, the end, the Nexus War, Galactus fight, or Ja, even sowieso live geht's. risky reels. Over the years, Fortnite has innovated with mass-scale live in-game events. And tomorrow, Fortnite is set to do it again across console, PC, and phone. Machen wir mal so. The Death Star's super laser is charged and ready to decimate the Battle Royale island. Ja, But there's still passt. hope. You and your friends can join the fight. Here's the first exclusive look at what you'll be part of tomorrow in the brand new live event, Death Star Sabotage. Ja, okay, ich höre dann kaum was, deswegen ja. Ja, warte mal. Cool, den die cool, dass du hier bist. Okay, irgendwas mit Star Wars, okay. Ach, Fortnite. Think I saw Okay. Jonesy. All right. Right now, it is an honor to welcome to Summer Games Sechs Fest a Leute im legendary Stream. game creator who set to Willkommen. release his latest project in just a few short weeks. Die Uhrzeit, In each of his games, he pushes geil. the gaming medium in bold new directions, and we are honored to have him with us for the first time at Summer Game Fest in person. Please, everyone, join me in welcoming the great Mr. Hideo Kojima. Woo! Kojima, Alter. Ah, geil. Geil. Mein Idol. Mein Vorbild. Nice to see you. Mr. Kojima, here we are. The world tour begins at Summer Game Fest. Ich it's great to have you freue mich here. immer, We're den so zu excited sehen. for this, too. So, let me ask you, Mr. Kojima, you've worked for many years on this project. Kommt What gerade so do ein you bisschen hope von mir, players so will take away dieser from Fanboy-Moment DS2 when einfach. they play it later this month? DS1 が出た後にコロナになったので、 Well, we hit the pandemic after まあ we released 僕ら皆さ DS1. ん、まあ、コロナを体験したと思って Everyone コ experienced ロ the ナを pandemic. 体験した中での So, 新しいつながりというか I wanted to それをも show う一度ゲー something ムをプレイし new ながら、 connection まあ、考えていただきたいと after we 思います。 faced the Als pandemic. So I want everyone to eins think about that kam when you die play this game. Pandemie, es wurden Okay, die was well, Neues talking zeigen. about playing the game, it's coming out later this month, but right now I know you prepared a special exclusive clip for SGF. Let's take a look at this. はい、Okay, jetzt kommt ein brandneuer Clip von The Spreading für den heutigen Abend. Das ist dieser Bösewicht, der in dem einen Trailer so aussah wie so ein Snake. Grafik, Alter, das ist so geil. Welcome. Have a seat. Also ich bin auf das fast mehr gehypt als auf GTA 6, muss ich sagen. Also ohne Witz, das ist so cineastisch alles, das ist Wahnsinn. No smoking, please. So you are Neil Varna. Grüß Sie. What do you do?
Anni heißt der genau, der Bösewicht. Genau. For living. Luca Molinelli ist der italienische Schauspieler, der jetzt quasi verkörpert. So thank you. We're good for the day. Thanks. Neil. What? So you made it then. Sorry. Thì còn cái đó I rồi có really gì don't remember. cái gì cái hà này gì một giống The car. You're alive. à shit sorry Stop. 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 okay. So much Yeah, history. yeah. Well, that was a clip from the game, a cutscene. We saw a first glimpse of Neil and Lucy, and we met them in the trailer back at South by Southwest, but we got a little bit more of them here. Tell us a little bit more about this clip and the characters of Neil and Lucy. DS2 で非常に重要なキ In ャラクターです。 It's a very important character, ニールとルーシー。 Neil and で、 Lucy. まあちょっと詳しくは言えませんけ I ど、 can't really say because there'll be spoilers. 手にカニ座の刻印が You 2人ある saw the cancer mark on both of their すごい hands 深いつながりがあって、 So they have これ this が物語に deep 大きく connection 関わってきます。 and reveals. で前回 Okay, also sind beides wohl sehr wichtige Last time we Charaktere did im that, we Spiel. have Cliff, で who was 物 played 語 by 的には Max. 彼はもういなくな And った of の course, で、 by story, Und you dieses know, Symbol an der Hand ist wohl auch wichtig gewesen, ohne Spoiler. playing like the role that Max did for DS2 で this まあクリ time. フすごい人気あったので、 And Cliff was a very まあ popular クリフを超えるような character, キャラク but ター I を think 作ろうとして、まあルカ we さん have にお to 願い kind し of て like top that character. So Luca Marinetti was a great actor, 非常 and に I 心 think に残る演技も it worked great. He did a great performance, so I think you'll like this new character, も Neil, う too. 20日後にゲーム出るんで、 Well, the game's going to be out in 20 days, so I'm not going to give any spoilers. Stimmt, in That's what I 20 brought Tagen But kommt there das is Spiel more to also share, raus. and you won't have to Geil. wait very long to learn more about the game. Actually, this Sunday, as part of Summer Game Fest, you tune into the DS2 live game premiere, where Hideo will be joined by many members of the cast. He'll be sharing a new demo of the game, live gameplay demo, alongside Elle Fanning and Troy Baker, and I'll be there hosting it. And let's just say Okay, es this wird is not noch eine the last that you Live-Demo see in the geben. field this weekend, and we'll leave it at that. ニールのゲームプレイシーン Yes, I'll show you the gameplay scene of 見に Neil. 来てください。 So hope you enjoy. Will join us Sunday too. Excellent. All right, thank you so much. Hideo Kojima, everyone. Great to see you, Mr. Kojima. Thank you. Wäre auch noch cool, wenn man noch was All right, sehen and würde now I'd like von to introduce my co-host den for Summer anderen Game Fest. She's along for the party. Spielen A von veteran games Kojima, journalist also on GameSpot and the OG co-host of the und Friends Per Second podcast. Please join me in welcoming Fizzens. the incredible Lucy Aber- James. ja, mal gucken. Wer ist das jetzt? Thanks, Jeff, Oh, and oh. hello, Summer Game Fest. I am so Lucy excited James, to okay. be here this year. Thank you for having me. Ja. Now, we are honored to reveal an exciting new project from Raw Power Games, a new team headquartered in Copenhagen, Denmark. Here you can engage in intense combat, fight for land, glory, and legacy, and lead massive armies into epic scale battles, as narrated by actor Tom Hardy. Thou shalt not kill. Okay, was geht jetzt hier ab? So the priests tell us. So the Lord commands. Einen Ring sie zu knicken? Nee. But ambitious men do not listen. I saw no war, Die Grafik ist schon but war found me. schmackhaft.
Das ist aber jetzt nicht Kingdom Come Deliverance. Das ist, glaube ich, ein anderes Spiel, kann das sein? Prayed I could win redemption through my deeds. But some paths, once taken. Oder ist das gegen den Kingdom Come 2 DLC? Ich weiß das gar nicht. I shall find Du könnte auch Total War sein. Aber ich bin gerade ratlos. Wir werden sehen, was es wird. But that's just my story. Okay, jetzt das Gameplay. Go write your own. Ah geil, du führst so einen Herrn. Chronicles Medieval. Ah ja. Okay, eine neue IP also. Ja geil. That was a very cool new project in a brutal European medieval world. Now it's time to hang on to the edge of tomorrow. Sonic Racing Crossworlds is a thrilling new entry in the legacy of racing and action games within the Sonic franchise. Crossworlds brings other worlds and familiar faces to Sonic Racing, including surprise guest characters being revealed here at SGF for the first time. Sega. Ja, es gab ja doch, für die PS3-Generation Sonic Racing. Und jetzt kommt halt ein neuer Teil. Das wurde ja, glaube ich, angekündigt als der Sonic Generations mit Shadow. Neue rauskam. Ja, okay, ich hab's nie gespielt, aber ich kenne halt Mario Kart und Crash Team Racing. Oh ja. Was? Hast du eine Nico? Yakuza-Typ? Okay, lol. LOL. Okay, okay, also Crossover mit anderen. Ja gut, ist ja auch naheliegend, weil der Joker aus Persona ist ja auch von Anschluss und Anschluss gehört Sieger. Okay, gut, ja. Aber es ist witzig. Coming in September, but that is not all. We'd like to introduce the man behind the creation of everyone's favorite blue hedgehog. Ja, der Ichiban aus der Yakuza-Reihe. Thank you, Dave. I'm honored to be here to talk about our latest Sonic Racing game. Sonic Racing Crossworld is the next generation of the Sonic Racing series, developed by Sonic Team and the Sega Arcade Racing Team. You can feel brand new experience from the new future travel ring, which you can warp in the race. Also, unlike another kart racing game, this game will have online cross-platform matchmaking. So, you can okay, also Matchmaking ist, glaube ich, wenn man den Rang vom Spieler sich anpasst, dass man nicht ein Anfänger gegen einen Profi spielt. Take a look inside of the travel ring. Minecraft? Was? Okay. Minecraft and Sonic. I guess you could say, you gotta go craft. Well, I gotta laugh. That's all I want. That's all I want. Das Next, ging we're excited to schnell. reveal a brand new action RPG from Bandai Namco Studios. Embark on a journey across a dark fantasy world and uncover a vast story that eclipses time. Rio von Jim, wie kann man auch. Ah, okay, gut. Ja, du musst ihn nicht. Ich hab sie ja nie gespielt. Und ich hab gerade auf einem Ohr gehört, ein neues Spiel von Bandai Namco. Lass mal sehen.
For some, it heals. Okay. For others, okay. It wounds. And for our world, okay. Our hopes lost long ago. Ist das Code Vein 2 oder so eine Art oder eine neue IP? Erstmal, ich hab keine Ahnung. Ja, was ist das? Ey Leute, ich hoffe hier so sehr auf Resident Evil 9, Kingdom Hearts 4 und das Remake von Final Fantasy 9. Wenn die drei heute gezeigt werden, kann ich einen coolen Abend. You'll find how to save us all. Okay. Könnte auch ein Tales-of-Spiel sein. Ich bin gerade nicht sicher. Ich will mich hier sehen. Bevor ich jetzt rate. Ja, okay. Ah doch, Code Vein 2. Ich hab richtig geraten. Okay. Jetzt kommt nächstes Jahr raus. Okay. Epic Games. Was ist jetzt? Fallout? Quatsch, nicht Fallout. Fortnite. Ey, wenn die Half-Life 3 ankündigen, Digga. Was wir sind da tun. Leute, ich bin richtig müde, weil ich habe heute ja eine Prüfung gehabt und halt die letzten Tage, Wochen dafür gelernt. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt immer wieder so ein bisschen die Augen ein bisschen zukneife oder gähne oder müde werde. Aber wir ziehen durch, ich hab Bock. End of address. Okay? That was a very moody, cool new game. That was End of Abyss, the debut title from Malmo, Sweden-based Section 9 Interactive, an atmospheric action-adventure game coming in 2026 to the Epic Games Store and consoles. Next, we'll step into the black and white world of rubber hose animation with Mouse PI for Hire, developed by dieses Maus by Playside, releasing later this year. Here's a quick new look at the game and the reveal of a sieht aus wie ja, alte Mickey Mouse Spiele quasi, aber so als Ego-Spieler. Das finde ich geiles Spiel. There are those who would bend the city to their will. Das wurde ja schon vor ein paar Jahren angekündigt und das finde ich ja so geil von der Ästhetik her. Das sieht echt cool aus. So quasi wie Disney, aber nicht Disney. Genau. Another role for Troy Baker. All right, that's not all from Playside. Now comes the announcement of another ambitious project from this independent Australian developer. We've been talking to them for a while about this project, which builds on their recent launches of Kill Knight and Age of Darkness. But this takes things to a whole new level. It's a premium, real-time strategy game built for PC based on one of the most iconic fantasy franchises in the world. Any guesses? Let's take a look. Was? Final Fantasy Tactical Review oder was? Bald losgeht. You
may think you know how the game is played. But this is not the game you know. Also von denselben Leuten, die das Maus spielen, ist das jetzt für die Ringe? Nee. Ey, Game of Thrones oder eine Ringe? Irgendwie. This is your legacy. Game of Thrones? Ich bin gerade lost. You decide. Aber das sieht gut aus. Wins and who dies. Okay, der ja leider noch kein Gameplay-Footage, aber sieht doch ganz gut aus. Game of Thrones. Ja, Game of Thrones. Ja, okay, ich hab's richtig geraten. Okay. Oh ja, cool. All right, now it is time for the global reveal of an FPS action-adventure RPG. Das Ego-Shooter Action-Adventure RPG. Okay, ganz wieder mal. The great Silkovsky once said. Ah! Und sie ist doch der von So why do we deny other diesem bundesischen Bioshock-Ableger. If they were out there, they would have visited Earth. Machen die einen neuen Teil? Also, Atomic oder wie? Ja, ja doch. Ach krass, also Atomic 2. But time has not come yet for this. Oder ein DLC? Ne, neuer Teil, oder? Muss. The dawn of a new era. The era of Ja, jawohl, Sequel! 2. Es ist ja so eine Art Bioshock-like. Okay, hier ist gerade Queen, ich mache mal jetzt hier den Ton mal aus, damit jetzt keine Copyright kommt. Aber ich kann ja einfach mal drüber labern. Ja genau, also Atomic ist ja ein Spiel aus Russland. Da gab es auch irgendwie Diskussionen, inwieweit die da irgendwie mit der Regierung in Verbindung stehen, da wegen dem Krieg und so. Keine Ahnung. Nervt auch alles ein bisschen das ganze Thema. Aber jetzt ist so wohl ein... Oh, Entschuldigung. Ja, 2 jetzt heute mache und genau. Ist eine Musik. Ja. Aber ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Der erste Teil sah auch gut aus. Und es war ja so eine Art Bioshock-like. Quasi. Aber ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt. Ich kenne ja einfach alles hier vom Sehen. Deswegen. Ist noch Musik. Okay, jetzt auch vielleicht. Ja. That's right, Atomic Heart 2 is in active development at Munfish on Unreal Engine 5, a spiritual successor to the first game with a retro-futuristic world on a global scale, and this time there's a greater emphasis on RPG elements and player freedom. But that, believe it or not, is not all. Spirituelle Nachfolger, wenn es doch einfach ein Nachfolger ist. Okay.
Is it recording? Yeah, it is. It's in the sky, a giant cube. I can still barely believe it myself. When it showed up, I was in the lab. I didn't even see it. You know? I felt that same fear, though. A terrible sense of my own powerlessness. How did the whole of humanity miss it? And did we actually miss it? What if the cube didn't appear, but revealed itself? What if it was always there, and we've only just started to see it? Multiplayer, oder? Ja, doch. Multiplayer. Und das Ziel ist schon gut gemacht. Aber gut, so diese ganzen PvP ist jetzt nicht so mein Fall, aber ja. The Cube. Ah, Atomic Universe. Cute little guy. The Cube is yet another new project from Munfish, an MMORPG shooter set in the Atomic Universe on a massive levitating cube you can see there, where the edges are constantly rotating to create unique gameplay combinations that are ever evolving. All right, let's jump into the Marvel Cosmic Invasion universe. The new retro beat-em-up coming to PC and consoles this holiday with multiplayer fun for 4 players. You can pick between 15 Marvel characters to play, but so far, only 7 have been revealed. Well, now it's time to meet the next 2. Dieses Marvel Top Con oder so, also dieses Prügelspiel von 8. Ah geil, das ist so eine Art Retro-Art. Okay, ich kann nicht besser sehen. Ja cool, ist so eine Art Turtles-mäßiges Retro-Beat'em-up. She-Hulk und alle sind noch ein paar mehr, aber ja, ist quasi She-Hulk und Rocket gegen den, ja, den Rest. This isn't hell. Capcom. What is this? Ach, Onimusha, geil, geil. Ey, als das auf dem Game Awards angekündigt wurde, ich bin ja ausgerastet vor Freude. Weil ich hab ja die Onimusha-Reihe geliebt über alles, hab ich geliebt auf der PS2. Und da kommt ja Ewigkeiten kein neuer Teil raus und da haben wir neuer Onimusha-Teil. Genial. Ja, genial. Es ist nicht mehr als man rausgeht, es ist ein anderer, aber es ist doch geil, dass die alte Reihen wieder so aufleben. Das ist genau so, genau das, worauf ich ja so sehr stehe. Und die Mutter Way of the Sport. Ja, geil. Kommt nächstes Jahr raus, habe ich gelesen. Ja, diese Handschuhe, die Seelen, okay. Konnichiwa. Okay. That was a new look at Way of the Sword, which we announced back in December at the TGAs. It is coming in 2026 and will be playable this summer at Gamescom. Now let's completely switch gears. You guys all know I love my puppets, and this next project is one I've been tracking for a few years. As a team at Sonstring Studios is using Unreal Engine 5
to create an insane digital puppeteering pipeline. It's actually a thing. What you're about to see is running completely in real time and Unreal, and I cannot wait to play it. Here is an unexpected new game announcement that combines comedic storytelling and arcade fighting action. Check this out. Comedic und Arcade, okay, aber ich muss es mal sehen. Honestly, the tournament of a million punches, you'll get yourself killed! Beide nehmen nicht mehr erzählen kann. Alright, you little sack of fuzzy shit. Show me what you got. What? Okay, if you're gonna be champ, we gotta transform. Why are you even here? Ja, ich glaube auch. Okay. Don't waste my time. Kommt noch der Körper jetzt. Attaboy. Attaboy. Eat bread, crap, burnt toast, carb load. Ach, das ist Grafik. Ich dachte, das wäre gefilmt. Tschüss. Na, in dem Fall ist die Grafik ja echt geil. Viel Dead Boxing. Hat was von Punch-Out. Ja, Wahnsinn. Super fun. Gotta wishlist that, right? All right, well, next it's time to see the announcement krass. of a brand new game Einfach in Deception PS6 oder was? Trust. Von denen woher. Geil. An ancient white castle deep in the mountains, lost to time and legend. Only the chosen find their way here. Gathered from every corner of the earth, divided yet bound. Wolves and lambs, engaged in a perilous dance of wits. Worauf ich mich noch mega freuen würde, ist ein neues Spiel von Legacy of Killing is a murder mystery action game. The killers lurk elusively in plain sight. Kill someone and a clue will remain. Hair, fingerprints, blood, clothes. The lambs scramble to find clues, one step closer to unmasking the culprits. Who is guilty will eventually come to light. Wolves win by killing every lamb. Lambs win by rooting out every wolf. Such simple rules, but there's so much more to this game of murderous mystery. Complete quests to level up, buy items with the gold you earn, loot chests for weapons and armor, steal items, blow up opponents, poison others, place traps, discover whatever road is a wolf. Is killing not to your taste, then you'd better escape the castle. Now the paths to victory are clear. You would do well to remember, deceit and deduction are your strongest weapons in this game of life or death. Your invitation awaits. Aber es ist nicht so meins. Multiplayer. That was Killer in a 24-player multiplayer game from Square Enix where you gut, life or death using social deduction skills to win. All right, it's hard to believe this next game was first announced at TGA in 2021. And though it's been a while, their recent tech tests prove that some things are definitely worth the wait. I'm of course talking about Arc Raiders. This is one of the most anticipated games of the year, and we're excited to share a new trailer which will tell you more about the mysteries surrounding the world of Speranza and the long-awaited launch date coming later this year. From Embark Studios, here's the world premiere of the release date trailer for Arc Raiders. Kann mich nicht an das Spiel erinnern, an den Titel. Aber breathe. Let your body settle into a slower rhythm. Clear your mind of all distractions. Killer, ja. Surround yourself with resourceful friends.
ob wir auch mal endlich, keine Ahnung, Beyond Good and Evil 2 sehen oder das Remake von Intercell würde mich auch mal freuen. Okay, bis jetzt ziemlich, ich finde es generisch, aber okay. Wenn wer drauf steht, aber ist ja vielleicht gut. Who knows? Kommt ja auch bald raus, ja okay. Also Leute, ihr seht, kommt nicht nur GTA 6 raus. 2025 for PC and console. Congrats to Embark Studios. Alright, Dune fans, now you can finally step onto the world of Arrakis yourself. Dune Awakening combines the survival and MMO genres with a thrilling cinematic story. It arrives on PC in just a few days on June 10th, but you can play it right now in Steam Advanced Access. Here is a brand new look. Okay. Ja, dieses Spiel zu Dune quasi. Ich habe das auf der PS1, dieses uralte Strategiespiel gespielt aus den 90ern. Aber ich glaube, weil ich klein noch und da habe ich jetzt nicht so sehr gerafft, aber ja. Das ist quasi ein MMO. Ja. Was ich noch gerne sehen würde, ist das neue Mass Effect. Die haben doch jetzt ja Dragon Age rausgebracht und jetzt müssen sie halt wirklich mal langsam Mass Effect 5 mal zeigen. Genau, diese Sandschwimmer, diese Fluggeräte mit diesen Flügeln. Auch halt ikonisch. Und Leute, ganz kurz mal ein Lob an euch, dass ihr zu 5 bei mir hier im Livestream mitten in der Nacht seid. Vielen, vielen Dank. Wer Bock hat, kann gerne in den Ständenlink mal was reden, aber das ist kein Muss. Hoffe ich, dass ihr alle hier seid und wir alle gemeinsam hier den Spaß haben bei dem Video Showcase. Richtig geil. Ja, okay. Ich sehe gerade ein paar Herzen fliegen, dankeschön. Gut, ja, wurde ja schon bereits angekündigt, so jetzt im Juni 8 in 3 Tagen. Okay, ist ja jetzt schon. I saw my world fall to ash, consumed by the void. Was ist das? Der Rollt sieht gut aus. Try as I might to further advance. It was all for naught. Auch so Monster Hunter? Nee. Some say time stops for no one.
das gerade nicht ganz zuordnen, das Spiel, aber eigentlich ist ja der ganze Welt, ne? Ich studiere Informatik, ne, an der Uni. Und das ist mal so bei mir gewesen, ich habe halt richtig unterschätzt, wie viel der Anteil an Theorie ist halt. Ich habe gedacht, ich will an der Uni lernen, sowas wie das hier zu machen. Grafik und so Animationen, aber leider halt Theorie. Ach, von Odyssey, ja, okay, habe ich schon mal gesehen. Halt leider nichts mehr mit Frau und Trigger zu tun. Das würde ja ziemlich gut umhalten sein. But the true lead of the story has yet to emerge. Okay, noch so ein, Whatever's coming next. noch so ein Anime-Spiel. I will never forget my cause. What is more compelling to you, sir? Just as he once came to me, filling that dark tower with light. Ja, geil. What happened Ich finde auch, diese ganze Anime-Grafik ist auch halt so nahezu echt geworden, so. The victors show no mercy to the defeated. People here despise weakness, worship strength, and crave glory. I never doubted that you would end up here. I'm really curious. What ending have you penned for September? Ach, Wuthering Waves, doch, habe ich schon mal irgendwo drauf reagiert, glaube ich. Doch. In the vessel. Bei Wuthering will ich immer lesen und gut hier nicht. I know all the secrets. Hat was von einem Metroidvania? Bisschen diesen Hollow Knight. That's Mio, aber ja, Memories in cool. Orbit, a stunning new Metroidvania platformer that has a demo on Steam you can play right now as part of Next Fest. What you're about to see next is a stop-motion co-op platformer where everything has been crafted by hand. It's called Out of Words, and I'm honored to show it to you today. Nicht outer words, out of words. Okay. Reimt sich halt. Ja, so sahen bei uns früher die alten sowjetischen Techniken. Cool. Und halt diese ganzen, Wollers und Comet und Flucht, diese Flucht aus diesem, ach wie heißt denn das, dieser, irgendwie die Hühner. Ich hab vergessen. Ja, so also Kneten-Animation quasi. Geil. Okay, out of words. Ja, okay. What a really unique and different game. This August signals the release of Mafia: The Old Country, the next entry in the acclaimed Mafia franchise from the team at Hangar 13. It's a gritty mob story set in the brutal underworld of 1900 Sicily. Here is the Summer Game Fest trailer. Mafia: The Old Country, oder? Das ist ja auch ganz interessant mit dem neuen Mafia-Teil. Weil das soll ja jetzt linear sein und nicht Open World. So das als Kontrast zu GTA quasi. My friends, my family, my beautiful daughter, Isabella. Don't Torrisi looks out for people around here. Sometimes the client is feeling less than cooperative and we need to... Teach them a lesson. Okay. Remind them of their obligations. This is between us and Spadaro. Where I come from, commitment means everything. This is how it'll be. The Dons noticed you, Enzo. This is an Ich hab opportunity. nur Mafia 1 mal gespielt. Mafia 2 habe ich auch für die PS3. Hier halt rumliegen. Muss ich doch alles nachholen.
came out of business. It's family. Loyalty is everything. We do not always get to choose. Natürlich ideal schon eine gute Alternative zu GTA, weil das nicht so Mainstream war, auch halt And if you thought that guy was a stud, just wait till you see this next game. LEGO Voyagers captures the creative, hands-on spirit of classic LEGO play and will also support a Friends Pass, just like Split Fiction. Here's the first ever look. Okay, Lego oder was? Ey, das sieht doch... Sorry, also wie geil ist bitte jetzt die Grafik geworden? Das sieht doch... Das sieht doch echt aus wie echt gefühlt, ne? Also klar, dass jetzt keine... Steinchen, Pfötzchen mit Augen drauf springen können, aber es sieht einfach halt wie echt aus, oder? Die einzige halt diese Grafikqualität auch so bei so kleinen Spielen ist doch so genial geworden. Könnte auch halt einfach ein Foto sein und dann waren es ganz gar nicht, ich bin so geil einfach. Nice. Putzig. Süß. Süß. Lego Voyagers. Okay. Hello, Summer Game Fest. I'm Carolyn Chat, Lawrence, voice actor for a few familiar faces you might have grown up with on Nickelodeon. Some with squirrel suits, thank you. Some with science smarts, and some with serious attitude. Nickelodeon has always been about wild worlds and weirder characters. And while I'm mostly sworn to secrecy today, I am thrilled to have a hand in revealing something that brings a lot of those characters together like never before. I hope you enjoy the first look at Nicktoons and the Dice of Destiny. Yeehaw! Nicktoons? Ist diese von Nickelodeon oder was? So, SpongeBob oder so. Brave and wise and powerful and ridiculously handsome wizard. Wir werden sehen. His magic powers to summon the most ferocious, most awesome, most totally radical team of adventurers the land had ever seen. Danke für die Herzen. SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf. Okay. It's been almost 2 years since players first stepped into the role of Geppetto's puppet to save the city of Krat from disease and puppet frenzy in Lies of P. Overture is a DLC expansion to Lies of P that transports players back in time with new characters, environments, and of course, opposing enemies and bosses. Here's the exclusive. Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kamen, so auf uns da hier, Pinocchio. Das ist Pinocchio einfach. Ich kenne halt ganz mal die Geschichte mit der langen Nase quasi und den Disney-Film, alles, aber nicht jetzt Pinocchio als so ein düsterer Gothic-Horror-Spiel. Das ist doch nie Pinocchio, keine Ahnung. Halt vielleicht so frei interpretiert oder so, aber ist halt vielleicht kenne ich mich mit der Quelle nicht so gut aus, aber keine Ahnung, wo der sowas gemacht hat. Auf jeden Fall ist das der DLC zu Life of P.
Okay, nice. Ist quasi an sich auch halt ein Copycat, weil Souls-like aber wohl ein gutes, hab ich gehört. Ach! Yes, that's right. Overture is available today across all platforms to play, so enjoy it this weekend. All right, next up, the small video game publisher Serenity Forge, based in Boulder, Colorado, shared this game with me a few months back with a DM that said, Doki Doki Literature Club meets Silent Hill. That piqued my interest. I think you might get a kick out of this announcement, too. So einen Dating-Sim und Silent Hill geht natürlich jetzt ganz ab, glaube ich. Sowas wie ein Walking Simulator, aber als Horror. Plates of her legs. Beautiful. Könnte sein, dass irgendwie gleich Schlecker und bewegende Plastik, aber nicht wundern. The garden is lush in the rain. Okay. Okay. There's a hunger that feeds and blooms, and I will feed, and I will bloom. Okay, kann man machen. I wouldn't recommend eating those tomatoes. All right, NCSoft is expanding its Blade and Soul universe. Let's take a look at the rich lore and dynamic action in Blade and Soul Neo, just out on Steam, and Blade and Soul Heroes. Ja, Magie, alles habe ich beide gespielt. Genau, hat mir auch gut gefallen. Ich habe sogar platiniert. Also hab da die Platin-Trophäe gemacht. Hat mir einfach so gut gefallen. Es gab 2 Teile. Und in den älteren Teilen gab es quasi als DLC in dem neuen Teil. Und da war wohl auch ein neuer Teil geplant, aber leider haben wir da irgendwie nicht die Finanzierung bekommen oder so, oder keinen Hauptgeschenk gefunden, irgendwie so. Schade. American Magie heißt, ist einfach der Name von dem Typen. Ja. Was ist das? Ziemlich viele Anime inspiriert. Ach, One Punch Man oder was? Ja, geil. Was? Kristall auf Altan? Kristall auf Altan, noch nie gehört. Noch nie gehört. Alter, wie viel Anime willst du zeigen? Ja. Ach, 2 Sims.
Da gibt's doch eine bekannte Anime-Reihe, oder? Ich hab's leider nie geschaut, aber der Name ist mir bekannt, ja? Schön. Schön, schön, schön. Ja, okay. Ja, ich bin auch allgemein so seit der PS3 einfach halt diese Nino Kuni und so und Dragon Ball, Naruto, Ninja Storm. Diese Grafik von Anime ist so gut geworden, wenn das Anime-Stil ist im Spiel. Das ist schon unglaublich. Ja, geil. Für die Kinder der Reihe 8 Witcher. Ah nee, das ist Werbung. 5.6 is available today. This is a technological ja, habt ihr showcase diese Witcher 4 Demo gesehen? Das war auch krass. Ich hab da nur mal reingesetzt, ganz kurz. Aber das war jetzt nicht drauf großartig gehen, weil ich hab noch die Prüfung von mir gehabt, die ich ja heute gemacht habe, deswegen, aber das sah sehr, sehr geil aus. Geht gleich los nach der Werbung. We altered the course of nature, unleashed genetic power across continents. Now it is up to us to nurture what we have set free, to find hope within this chaos. Jurassic Park? To help life find a way. Ja, okay, Jurassic World. Ja, ich bin ja noch Kind der 90er. Ich sag noch Jurassic Park. Ja, okay. Ja, das ist diese Aufbausimulation, die wohl ziemlich beliebt ist. Kommt jetzt wohl der dritte raus. Ja, okay. Hi, I'm Celia from Yacht Club Games. Hi. 10 years ago, we broke new ground with our first game, Shovel Knight. Today, I'm thrilled to share a world premiere look at our next IP, Mina the Holiday. Mina continues our traditions of refining retro gameplay for a new generation. It's a bone-chilling adventure that it blends intense combat, free roaming exploration, and precise platforming. As Mina, a whip-wielding hollower, you'll burrow through danger and unravel the mysteries of a cursed island. A decade ago, we unearthed a groundbreaking legend. This year, we're bringing our next bona fide classic. Nee, mal gucken, was wir so... Das sieht ja aus wie ein Game Boy Color Spiel. Ohne Witz. Das sieht voll cool aus. Ey, ohne Witz, das könnte echt so ein Game Boy Color Spiel sein. Ist klar, es ist zwar breit Bild, aber ja, doch. Der Hollower. Ja.
All right. Next game comes from a well-known developer that has done. Yeah. Kyle Bossman, everyone. Final Bossman. All right. Well. Keine Ahnung, wer Kyle Bossman ist, aber. Oh. Hey, Jeffy. If you're reading this, it means 3 things. Number 1, you're killing it at the fest with your oodles of totally natural charisma. Debatable. B, I'm at your house playing long darts with the fam. And 3, you're going to do me a solid and skip that Silk Song trailer so you can pimp my revolutionary VR gaming venture that will shock the industry probably. A wet one on the lips, comma, wait. All right, let's take a look. Ooh, Medband trailer. Hell yeah. Deadpool? Handcrafted with cuddles by the Merc with a MetaQuest. Lord. Bask in the glory of gaming's first Lord. tropical farming sim experience. Yo! Oh, hi, new friend. Ah, geil. Escape the turd burger of late-stage capitalism and enter a world of VR magic and wonder. MetaQuest oder VR-Spiel von Deadpool. Geil. And this fucking thing with Ich will haben. Oh, ha, don't worry, he's a fascist. He deserves this big time. This guy is a total... Ich mach mal ganz kurz Ton aus wegen der Musik, aber ey, wie geil. Es gab ja neulich so ein Batman-VR-Spiel, ne? Wo du dann so mit Battle Ranks und so kämpfst und so. Jetzt kommt einfach Deadpool als VR-Spiel. Ich habe keine MetaQuest, aber ich würde es gerne spielen. Könnt ihr mal donaten, damit das mal ein bisschen für die Spaß kann. Deadpool, all right. Last year at Gamescom, we announced Dying Light the Beast, the culmination of a decade of Techland's experience building survival horror games. Kyle Crane is back as the player character in this title that blends open world and action survival horror. Let's take a look at the latest trailer with some big news, the release date. Was kommt jetzt? Ach, wie heißt das nochmal? The Beast. He's a narcissistic sociopath. He's experimenting on humans like they're lab rats. The Beast. Dying Light, The Beast is so ein God only knows what the Baron's planning to do with those monsters. Dazu Dying Light. Nicht ganz Teil 3, aber The Beast. Das wurde, glaube ich, bei dem Game Award mal angekündigt. Ja. Yummy. Ja, okay. Ja, ist quasi so wie Teil 3. How big his army is. Nee, ist nicht die neue, das ist Dying Light. All the agony he put me through. Damn right I do. Schön Batman lesen wir, nee, das ist Dying Light. Aber mit die neuen lese ich heute auf jeden Fall noch. Ja, wie gesagt, hier, Dying Light the Beast, ja. Ich hab viel schon gekannt, ja. Deswegen. Das wurde ja im Winter angekündigt. Then I'll go there and fucking kill him. Okay. There's the big news. Dying Light the Beast is coming on August 22nd, Gamescom week. All right. This next game draws inspiration from classic coming-of-age films to capture the highs and lows of adolescence, the bonds of friendship, and the nostalgia of growing up.
Mixtape comes from Beethoven Dinosaur and Annapurna Interactive. And this is your exclusive new look at this game that plays like a love letter to teenage memories. What are we doing? Hanging out, getting buzzed. I've got to get out of this place. So zurückgedröhnt die Linie. At the end of an era, when everything's about to change, it's time to look back on your greatest hits. Okay. Mom, who is it? It's the pigs, darling. Shit. This year, experience a retrospective like It's no just other. animated gameplay. Beethoven and Dinosaur invites you to Also relive the bisschen teenage Stop-Motion riot, Musik, to spend oder? one last night together before school's out Die forever. Grafikstile so einzigartig. And with the soundtrack this good, it's gonna be one hell of a night. And the müde, Cure. ey. I love the Cure. Experience it for yourself. Mixtape. Nothing but the hits. Ja, geil. Mixtape. I trust you have seen it. A beautiful world. Ey, echt, irgendwie ziemlich viel Anime. No front, aber okay. Until your last fleeting moment. Your destinies are sealed. There is no escaping them. That is why we must end you. Right here and now. On your guard. This is gorgeous. Take this. Diablo And just getting started. Let's put it into action. oder Hades. Ja, doch so ein bisschen Roguelike aus. Now, get ready. Everyone, are you with me? We will live on in this world, Okay. no matter what hardships await. We fight for a future filled with hope. Ah ja. Toa and the guardians of the sacred tree. Hoffentlich kommt der auch schon bald A raus. beautiful game. That was the global announcement of Toa, a new roguelike from Bandai Namco and developer Brownies, a game drawing from classic Japanese art with a whimsical spin on Eastern mysticism. Next, we want to introduce you to a game made by a first-time solo developer in Bandung, Indonesia. With the help of 9 of his friends, he's built an intense action beat-em-up with brutal hand-to-hand combat set in his hometown. This is Acts of Blood. Okay. They left me with nothing. No justice. No peace. Just names and war. The hunt isn't over. Not until I kill them all. Hat bisschen was von Shifu. Und von Batman. Von dem Kampf. Das stehen wir. Ja, sieht echt ein bisschen aus wie diese Free Flow. Sieht echt ein bisschen plastik aus. 5.1 5.1
X auf dem Blatt. Aber amazing what these solo devs can do today. Now it is time for the reveal of the next game from Montreal-based Tribute Games, the makers of TMNT Shredder's Revenge and Marvel Cosmic Invasion, which you saw a little bit earlier. If you're like me, you've been waiting for more than a decade for this reveal. Können wir jetzt die neuen Töte gemacht haben? Okay. Das ist eine neue IP oder... Ach, Pilgrim oder was? Ist das nicht dieses Pilgrim? Kommt mir so bekannt vor, diese jüngere Kaufrolle des Pilgrims. Ich hab's nie gespielt, auch nie geschaut, weil es wohl irgendwann ziemlich bekannt gewesen. Ich habe so diesen Reif verpasst. Ja, Scroll Pilgrim X. Okay. Scott Pilgrim is back with his fists flying in a brand new brawling adventure in EX. You'll battle through space-time and the streets of my hometown of Toronto with Scott, Ramona, and 5 of their former rivals in this online 4-player co-op adventure with a story written by Scott Pilgrim creator Brian Lee O'Malley. All right, we're going to be right back, but first we have a very special message from Maggie Robertson, TGA winner in 2021 for her performance in Resident Evil Village. Ah, there you are. Wait long. We've been preparing delightful ways to make you suffer. So enter the village if you dare. We've slashed the price to go with an effort for simple man things. Still thirsty? Worry not, you ungrateful wretch. There's plenty more fun to go around. Now Los, zeigt mal den 9. Teil, Leute. Wisely. Okay, bisschen Werbung. Modern platform semblance. Earn them a place on Forbes. Sorry. Sorry, ich hab grad nur... Ah, Hilfe. Sorry. 2 Stunden später. Wenn da, wer noch? Hey, geht doch. Warum? Geht doch. Na gut. Jetzt geht's. Ich war gerade irgendeinen Fehler. Now cease this foolishness and make your decision wisely.
Since the dawn of time, so, Leute. Ich denke, ich mach mal jetzt einen Zweiteiler, weil ich bin jetzt nicht müde. Ja, ich gehe lieber schlafen, weil Gegebenheiten geht vor. Ich habe nach wie vor Bock auf jeden Fall. Ich würde einfach halt morgen direkt an dieser Stelle weitermachen. Und danach einfach dann Teil 2 mal gucken. Weil ich bin gerade nicht so müde und ich will jetzt auch nicht, dass mir nach morgen schlechter geht, deswegen. Ich mache mir kurz eine Notiz also jetzt nach dem Skriptprüfung, um zu gucken quasi. Deswegen, ja, ich bin jetzt gerade wirklich müde und ja, deswegen, ich habe heute noch eine Prüfung gehabt und alles, deswegen, ja, ich würde sagen, ich gehe mal pennen und danke, dass ihr so zahlreich hier wart. Ich kann auch vollkommen verstehen, dass die meisten jetzt auch halt schlafen gehen, das ist auch alles ziemlich spät und so. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und gucken dann die Tage weiter. Ich bin morgen unterwegs, aber ich kann, denke ich, nochmal einen Livestream morgen machen, am Vormittag oder so. Und genau, dann machen wir so. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Und wir sehen uns morgen um, wann denn? Ja, 11, 12 Uhr mittags wieder, wo wir dann auf den Rest reagieren. Dann kann ich auch aktualisieren, dass ich jetzt Part 2 morgen mache und dann, genau, wir sehen uns dann noch morgen wieder. Gute Nacht, Leute, war echt eine nice Sache. Und ja, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und wir sehen uns einfach morgen wieder. Und später will ich alles quasi verpacken als ein Video. Alright, dann bis morgen. Schlaf schön und bleibt auf dem Rollenden. Kons-T out. Skra! Habt Verständnis. Der Bre ist einfach ganz müde. Bis dann. Folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, TikTok und Clubhouse. Kons-T ist überall. Und werdet Teil vom Kons-T-Versum. Marvel war gestern. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bleibt auf den Rollenden. Kons-T out. Skra! Wer Animus feiert, checkt auf jeden Fall auf Kons-T ab. Und wenn Manuel so feiert, hört einfach seine Musik weiter. Ach, Kons-T, muss das jetzt wirklich sein? Nur weil du im Rollstuhl bist, oder was? Ich habe keine Zeit für sowas. Wer bin ich? Geduld, sein Vater? Was sagst du? Leute kennen mich. Und so schenkt ihnen meine Stimme Vertrauen. Na gut, also hört alle her. Braturas und Bratinas, Chabos und Chayas. Influencer und A bis Z Promis. Sowie Opfers und Lauchs. Tut doch bitte diesem Spasten hier einen Gefallen, tretet dem Kons-T-Versum bei. Wie das geht? Ganz einfach. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar. Folgt Kons-T auf Instagram und anderen Social Media. Teilt dieses Video und schickt es auf WhatsApp all euren Freunden, falls ihr welche habt. Und ganz wichtig, bleibt auf dem Rollenden. Bis zum nächsten Mal. Google-Übersetzer out und Kons-T lässt grüßen.